Weisheiten vergangener Zeiten. Nicht der Arzt heilt, sondern die Natur. Der Arzt kann nur ihr getreuer Diener und Helfer sein. Er wird von ihr, niemals aber die Natur von ihm lernen. Viele antike oder mittelalterliche Medizinsysteme erscheinen uns heute irrational, weil sie eine andere Sprache sprechen. Aber was oberflächlich wie Aberglaube wirken mag, beschreibt oft reale physiologische oder psychologische Zusammenhänge mit anderen Begriffen. Ein Beispiel: Der mittelalterliche Aderlass wurde früher durch Entlassung der Säfte erklärt. Heute würde man über oxidativen Stress, Blutvolumen oder Eisenüberschuss sprechen. Der Zusammenhang bleibt. Ein Übermaß an Substanz wird zur Belastung und muss ausgeleitet werden. Auch die Vier-Elemente-Lehre ist ein solches Denkmodell. Sie scheint veraltet, doch weist enorme Nützlichkeit auf. Sie trennt nicht zwischen psychischem, körperlichen und geistigem Zustand, sondern beschreibt die Menschen als Zusammenspiel von 4 Qualitäten: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Diese Prinzipien bestimmen das Temperament, die Organfunktion und auch die Verhaltensweisen. Die Vier-Elemente-Lehre ist kein Ersatz für Biochemie oder moderne Pathologie, sondern ein komplementäres Modell, das Zusammenhänge sichtbar macht, wo die moderne Medizin die Symptome isoliert und keine Zusammenhänge erkennen kann. Mit dem Verständnis dieser Lehre geht später dann auch ein intuitives Gefühl für die Elementeverteilung im eigenen Körper einher. Gehen wir aber zunächst zum Ursprung dieser Lehre. Empedokles, ein griechischer Philosoph und Arzt des 5. Jahrhunderts vor Christus, wird oft als Begründer der klassischen Vier-Elemente-Lehre genannt. Doch seine Ideen basieren bereits auf weitaus älteren Vorstellungen, die aus Indien und Ägypten durch Handels- und Kulturkontakte nach Griechenland gelangt sind. Wie alt die Vier-Elemente-Lehre deswegen tatsächlich ist schwierig zu sagen. Empedokles war ein Vorsokratiker und suchte wie jeder von ihnen nach der Ursubstanz, griechisch der Arche, aus der alles im Universum besteht. Er kam zu der These, dass diese Ursubstanz keine einzelne Substanz ist, sondern 4 unveränderliche, ewige Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Diese 4 Elemente durchdringen sowohl den Kosmos, also den Makrokosmos, als auch die Menschen als Mikrokosmos. Alles ist eine Mischung dieser Elemente in unterschiedlichen Anteilen und Zuständen. Nach Empedokles herrschen in der Welt 2 gegensätzliche Kräfte, die diese Elemente bewegen. Das ist einmal die Liebe, eine Art Anziehungskraft, und dann noch der Hass, eine abstoßende, zersetzende Kraft. Das Verhältnis dieser beiden Kräfte verändert sich jedoch über die Zeit. Nach Empedokles gibt es kosmische Zyklen von Ordnung und Chaos, in denen die eine Kraft über die andere dominiert. So gibt es eine Phase der Einheit, genannt Sphiros, übersetzt Kugel, in der die Liebe dominiert und alles eins wird. Auch die Elemente sind dann nicht mehr voneinander unterscheidbar, da wirklich alles verschmilzt. Dem entgegen ist im Zustand des Chaos, der sogenannten Akosmia, alles voneinander getrennt und unharmonisch. Es existiert nichts Zusammengesetztes und auch die Elemente sind strikt voneinander separiert. In der jetzigen Zeit befinden wir uns nach Empedokles gerade zwischen diesen beiden Extremzuständen, wo nicht alles miteinander verschmolzen, aber auch nicht alles voneinander getrennt ist. Die zunehmende Entropie deutet jedoch darauf hin, dass wir uns in Richtung Chaos entwickeln. Kommen wir aber zurück zur Vier-Elemente-Lehre. Franz Bardon, ein bedeutender Okkultist und Magier des 20. Jahrhunderts, hat die Vier-Elemente-Lehre nicht nur spirituell erweitert, sondern auch sehr präzise auf die menschliche Entwicklung übertragen. Für Bardon sind die Elemente nicht nur Stoffe oder Kräfte, sondern lebendige Prinzipien, die in dreifacher Weise im Menschen wirken. Als erstes auf der mentalen Ebene im Geist. Hier wirken die Elemente als geistige Kräfte, die Denken, Bewusstsein und geistige Fähigkeiten formen. Als zweites auf der Astralebene in der Seele. Die Seele ist das emotionale Zentrum und hier zeigt sich die Dynamik der Elemente in wechselnden Seelenzuständen. Die Elemente bestimmen Gefühle, Stimmungen, Wünsche und Triebe. Auf Dauer formt die Dominanz eines Elementes auf dieser Ebene unseren Charakter, wozu wir noch später kommen werden. Es sei aber schon mal gesagt, dass das eigentliche Ungleichgewicht der Elemente in der Seele ihren Sitz hat. Die Seele ist nämlich nichts anderes als die Psyche und die Psyche eine Zusammensetzung aus Trieben, Gefühlen und dem Charakter, die wiederum das Resultat der Verteilung der 4 Elemente in uns sind.
Und als letztes auf der physischen Ebene im Leib. Die Elemente manifestieren sich im Körper durch die stofflichen und energetischen Prozesse, von den Organen bis zur Zellstruktur. Die Kunst und Herausforderung nach Badong liegt darin, die Elemente in allen 3 Ebenen ins Gleichgewicht zu bringen. Denn ein Ungleichgewicht eines Elements in der Seele wirkt sich unmittelbar auf Geist und Körper aus. Es kann sich als physische Krankheit, seelische Blockade oder geistige Verwirrung zeigen. Wie sehen die Überschüsse und Mängel eines Elementes also in der Praxis aus? Ein Übermaß an Feuer führt zu Unruhe, Zorn, Nervosität und kann im Körper zu Entzündungen oder Bluthochdruck führen. Ein Mangel an Erde zeigt sich in fehlender Standhaftigkeit, Konzentrationsproblemen und körperlicher Schwäche. Wasserüberschuss kann sich als Trägheit, depressive Verstimmung oder ein schleppenden Verdauungsproblem äußern. Luftmangel mindert geistige Beweglichkeit und führt zu Antriebslosigkeit. Entscheidend ist, dass immer alle Ebenen des Menschen von solchen Problemen geplagt werden und zwischen diesen ein Zusammenhang besteht. Badong betont, dass Geist, Seele und Körper eine Einheit bilden, die durch die Elemente verbunden wird. Die innere Arbeit am Elementeausgleich ist damit ein Weg zu tiefer Gesundheit und Wachstum. Praktisch bedeutet das für den Suchenden Meditation, Visualisierung, Atemübungen, womit die Elemente bewusst gestärkt oder geschwächt werden, bis sie in Harmonie sind. Dadurch entstehen mehr Klarheit, emotionale Ausgeglichenheit und physische Vitalität. Badongs Übungen sind jedoch in ein kompliziertes metaphysisches Stufensystem eingebettet und können dem modernen materialistisch denkenden Menschen ziemlich fern sein. Deswegen gehen wir lieber zum Abschluss auf die medizinisch-materielle Ebene über, auch wenn wir dafür nochmal zurück in die Antike reisen müssen. Bevor wir jedoch zur körperlichen Heilung kommen, verbringen wir noch etwas Zeit bei der Psyche. Hippokrates gilt als Vater der westlichen Medizin und seine Lehre von den 4 Temperamenten hat bis heute Bedeutung in Psychologie und Heilkunst. Er übertrug die Elemente auf die menschliche Persönlichkeit und deren körperliche Verfassung. So bilden sich nach Hippokrates 4 Temperamente entsprechend den 4 Elementen aus. Jedes Temperament hat dabei seine Eigenheiten und Defizite. Zunächst der Sanguiniker, bei dem die Luft dominiert. Solche Menschen sind temperamentvoll, gesellig, optimistisch, lebhaft. Sie neigen zu schneller Reizbarkeit, haben oft einen schnellen Puls und ein sensibles Nervensystem. Ihre Haut ist rosig, das Blut ist heiß und feucht und die Gedanken fliegen in alle Richtungen. Dann der Choleriker, bei dem das Feuer herrscht. Solche Menschen sind energisch, zielstrebig, temperamentvoll, impulsiv. Sie haben eine starke Hitze im Körper, sind oft reizbar und neigen zu Entzündungen, Bluthochdruck und hitzigen Gemütslagen. Dem entgegen der Melancholiker mit einem Überschuss an Erde, ernst, nachdenklich, vorsichtig, introvertiert. Sie zeigen oft eine kalte und trockene Konstitution, neigen zu Verdauungsstörungen, depressiven Verstimmungen und Müdigkeit. Zuletzt der Phlegmatiker, der mit dem Element Wasser in Verbindung steht. Ruhig, beharrlich, ausgeglichen, aber auch harmoniebedürftig und anpassungswillig. Sie haben einen kühlen, feuchten Körperbau und eine Neigung zu Schleimansammlungen, Wassereinlagerung und Passivität. Jedes Temperament bringt spezifische Schwächen mit sich, die durch ein Übermaß oder Mangel eines Elementes entstehen. Krankheiten erscheinen somit als Ausdruck von Ungleichgewichten, die sich in Körper, Psyche und Verhalten zeigen. Choleriker mit einem Überschuss an Feuer sollten Überhitzung vermeiden, Stress reduzieren und kühle, beruhigende Speisen und Kräuter zu sich nehmen, zum Beispiel Minze oder Kamille. Phlegmatiker mit zu viel Wasser profitieren von anregender Bewegung, warmen Gewürzen und aufbauender Ernährung, um Trägheit zu überwinden. Melancholiker mit einem Übermaß an Erde brauchen Wärme, heitere Gesellschaft und sanfte Bewegung, um aus sich zu treten und Grübeleien zu mildern. Sanguiniker sollten ihr Nervensystem beruhigen, zum Beispiel durch regelmäßige Entspannung, ausreichend Schlaf und leicht verdauliche Kost. Insgesamt setzte Hippokrates vor allem auf Ausgleich und Mäßigung. Das heißt, durch Ernährung, Bewegung, Schlaf, Wasseranwendung und Aderlass wurde versucht, die Über- und Unterfunktion der Elemente zu regulieren. Praktisch bedeutet das für den Patienten: Beobachte deinen Körper und dein Temperament, um dein individuelles Ungleichgewicht zu erkennen. Vermeide Lebensgewohnheiten, die das dominierende Element verstärken. Nutze Ernährung und Bewegung, um die fehlenden Elemente in dir auszuprägen. Achte auf die seelischen Zustände,
da Psyche und Körper eng verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Vier-Elemente-Lehre verbindet physische, psychische und spirituelle Ebenen zu einem umfassenden Bild vom Menschen. Von den Empedokles-Urkräften über Hippokrates Temperamente bis zu Badons tiefgehender Metaphysik wird deutlich, Gesundheit ist das harmonische Zusammenspiel der Elemente im Körper, der Seele und dem Geist. Dies Wissen ermöglicht ein ganzheitliches Verständnis von Krankheit und Heilung und eröffnet praktische Wege für einen ausgewogenen, gesunden Lebensstil. Doch was haltet ihr davon? Könnt ihr euch einem Temperament oder Element zuordnen? Glaubt ihr, dieses Denken hat einen medizinischen Nutzen? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da, falls ihr etwas lernen konntet. Abonniert auch gerne den Kanal für mehr Philosophie-Videos.